Eines Tages ging die 24-jährige Studentin Amy Copeland von der University of Georgia mit Freunden an den Fluss, um eine schöne Zeit zu verbringen. Über einem Strudel entdeckten sie ein altes Seil und beschlossen, ihrem Adrenalinkick einen zusätzlichen Schub zu geben. Sie sprangen von diesem Seil in den Fluss. Konnte Amy ahnen, dass diese Entscheidung ihr Leben für immer verändern würde? Sie stürzte aus einer beträchtlichen Höhe auf die Steine und verletzte sich schwer am Bein. Die Ärzte nähten die Wunde und schickten sie nach Hause. Doch nach ein paar Tagen spürte das Mädchen erneut, dass etwas nicht stimmte, und kehrte in die Klinik zurück. Nekrotisierende Fasziitis, so lautete die Diagnose. Amy wurde auf die Intensivstation gebracht. Diese Krankheit ist selten, sehr schwer in den frühen Stadien zu diagnostizieren und steht im Zusammenhang mit der Aktivität sogenannter Flesh-Eating-Bacteria. Zu dem Zeitpunkt, als das Mädchen erneut die Ärzte aufsuchte, hatte die Fasziitis bereits ihre Haut und innere Organe befallen. Um Amys Leben zu retten, mussten die Ärzte alle 4 Gliedmaßen amputieren. Beide Arme unterhalb des Ellenbogens, das rechte Bein unterhalb des Knies und das linke Bein im Oberschenkelbereich. Das geschah vor 4 Jahren, jetzt ist Amy 28 Jahre alt. Vor nicht allzu langer Zeit veröffentlichte sie ein Foto von sich in einem rosa Bikini, das sich sofort im Internet verbreitete. Und das, weil das Mädchen nicht in Depressionen verfiel und es schaffte, mit dem Unglück umzugehen, das über sie hereingebrochen war. Hier sind einige Episoden, wie es ihr gelang, das zu tun. Sie musste sich an ihr neues Leben und die neuen Bedingungen anpassen. Sie schloss einen Rehabilitationskurs ab, und der Staat sorgte für sie, indem er ihr Hilfe und modernste Armprothesen zur Verfügung stellte, was ihr ermöglichte, alltägliche Aufgaben selbstständig zu bewältigen. Amy putzt und kocht ebenfalls selbst. Sie benötigt keine Hilfe von anderen. Sie überstand die Trennung von ihrem damaligen Freund, der vor der in Not geratenen jungen Frau floh. Zu dieser Zeit wurde Amy zur Verfechterin der Rechte von Menschen mit Behinderungen und erwarb einen Masterabschluss in sozialer Arbeit. Vor kurzem verliebte sie sich in einen Menschen, der sie so akzeptiert, wie sie ist, und keine Mängel sieht. Vor nicht allzu langer Zeit, während eines Urlaubs in Puerto Rico, beschloss Amy, für ein schönes Foto zu posieren. Sie zog alle ihre Prothesen aus und zeigte der Welt ihre amputierten Arme, Beine, Narben und ihr Lächeln. Dieses Foto verbreitete sich sofort im Internet. Es hat lange gedauert, bis ich mich wieder wie ein normaler Mensch fühlte. Es war ein schwieriger Weg. Aber wir sind alle unvollkommen, und in unserer Schönheit gibt es viele Makel. Narben und Wunden haben mich viel gelehrt und meinen Charakter gestärkt. Und letztendlich zählt nur, was du tust, nicht, was du hast, schrieb Amy in den sozialen Medien. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.